Im vierten Teil unserer Serie Pinterest für Grafikdesigner will ich dir einmal zeigen, ja, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, Vorlagen für Pinterest zu bekommen. Im letzten Video hatte ich dir ja vorgestellt, ich verlinke das hier auch nochmal, wie du Tailwind nutzt und dann praktisch eine komplette Marketing-Suite an deiner Hand hast für ein paar Euro im Monat. Und diese Marketing-Suite, dieser Marketing-Manager im Prinzip den ganzen Monat oder auch mehr für dich Pins postet und du die Pins auch noch auf Tailwind selbst erstellst. Ein nicht ganz unberechtigter Einwand ist natürlich, ja, es sind immer ähnliche Pins, natürlich. Also es ist nicht, das Rad wird nicht neu erfunden und wenn das mehrere benutzen, ja, vielleicht könnte es auch Überschneidungen geben. Aber die Auswahl ist natürlich riesengroß, von daher relativiert sich das ein wenig. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch noch individueller. Und natürlich geht es auch noch mit mehr Handarbeit und natürlich geht es auch noch kostengünstiger. Und das wollen wir uns in diesem Video einmal anschauen. Und dann zeige ich dir auch noch Webseiten, auf denen du Vorlagen für Pinterest findest, die dich einmal Geld kosten und die du dann immer auf Pinterest posten kannst. Wir waren ja gerade schon einmal auf der Webseite von der Liz Kohler Braun. Ich bin da jetzt auch wieder hingegangen, einfach nur, ja, weil es praktisch ist. Ne? Wir hatten ja gesagt, wir gehen auf einen Blogpost oder auf eine Landingpage und ziehen uns von dort ganz einfach verschiedene Bilder aus dem Text heraus. Dazu klicken wir auf das Bild mit der linken Maustaste, halten die fest und ziehen das einfach auf den Desktop. Oder mit der rechten Maustaste speichern unter, sollte das Ganze auch funktionieren. Wie auch immer, so bekommen wir erst einmal das Bildmaterial. Auch wenn du eigene Blogposts schreibst und nicht als Affiliate tätig bist, funktioniert das natürlich ganz genauso. Du erstellst deinen Blogpost und dann holst du deine Bilder auf deinen Schreibtisch und verarbeitest sie dort weiter. Wenn du dir jetzt Vorlagen kaufst, ne, ich habe jetzt mal 3 Seiten rausgesucht, wo es die welche gibt, unter anderem Etsy, dann noch Design Cuts und Creative Market und wir werden uns jede einmal ganz kurz anschauen. Jedenfalls, wenn du Vorlagen kaufst, musst du natürlich ein Grafikprogramm bedienen können. Ne? Als Grafikdesigner sollte das aber natürlich nicht das Problem sein, weil du bekommst natürlich eine PSD-Datei, meistens eine PSD-Datei und diese kannst du in vielen Programmen öffnen, die das PSD-Format haben, die das erlauben und das ist unter anderem Photoshop, natürlich auch Affinity Designer, wie auch immer. Es gibt mehrere, es gibt auch das kostenlose GIMP, kannst du dir auch runterladen und dann deine Photoshop-Datei bearbeiten. Wichtig ist, dass du die natürlich anschaust, dass es auch eine Photoshop-Datei ist. Im besten Fall nutzt du Photoshop und dann auch noch Smart Objects, weil dann wird es sehr viel einfacher. Ich gehe jetzt hier einmal rüber, scroll hier einmal runter und du siehst schon, es gibt für ganz verschiedene Bereiche Pinterest-Vorlagen. Hier gibt es Pinterest Bundle, dann gibt es Bundle für Foodblogger, dann Bundle für Coaches, dann Bundle für, eigentlich für jeden nur erdenklichen Bereich. Das kann ich natürlich hier sehr viel genauer eingeben und muss nicht nur Pinterest-Template eingeben. Wenn ich das denn getan habe, dann sehe ich schon hier 5,38 € kostet mich ein komplettes Set. Ich klicke mal jetzt auf irgendeins drauf und du siehst, du kannst hier schon schauen, wie viele du bekommst und was du da genau bekommst und dass du change the color, und change the font. Das ist natürlich sehr wichtig. Du kannst es also auf dein Branding komplett anpassen. Die einzige Sache ist die Vorlage an sich. Ich gehe jetzt mal hier durch, damit du das sehen kannst. Also sagen wir mal, das ist jetzt hier deine Vorlage, die ist jetzt hier für Canva. Das ist auch eine Möglichkeit, Canva zu nutzen. Das ist ebenfalls kostenlos. Lädst du deine Vorlage hoch und tauscht hier das Foto aus. Ne? Also das ist jetzt hier für Canva. Es gibt natürlich auch noch für Photoshop oder gleich für beides oder wie auch immer. Alles machbar, gar kein Problem. Jedenfalls bekommst du deine Vorlage und dann tauschst du einfach nur hier das Foto aus. Ich gehe mal hier einmal weiter oder hier halt mehrere Fotos, auch kein Problem. Dann sind hier noch ein paar Elemente drauf, wie auch immer. Du bekommst 25 Pinterest-Templates und die kannst du natürlich passend zu deiner Brand anpassen. Das heißt, deine Farben nutzen, deine Schriftarten nutzen, vielleicht noch dein Logo einfügen
und dann kannst du die immer wieder anpassen. Das heißt, wenn du einmal 25 Stück erstellt hast, ja, gehst du hin und nächstes Mal erstellst du noch einmal 25 Stück mit einem ähnlichen Design, aber natürlich mit ausgetauschten Bildern. Gar kein Problem. Und das Ganze, dafür bleibt dir natürlich auch nicht nur Etsy, da sind die immer sehr günstig, ja. Du kannst das auch auf Design Cards machen, da gibt es auch Pinterest-Templates und oftmals sind die Bundle hier sehr viel größer, genauso wie auf Creative Market auch, aber sie sind auch um einiges teurer. Also, wenn ich jetzt hier mal draufklicke, Pinterest Banner, Pinterest Bundle brauche ich eigentlich, also schauen wir mal weiter. Ich gehe mal einmal Pinterest Post Pack, $19 jetzt in dem Fall, aber ich habe hier 20 Stück, gut, nicht nur 5, da hatte ich 25, okay, dafür habe ich die aber hier als PSD und nicht für Canva und kann ebenfalls alles anpassen. Und das Schöne ist auch immer, wenn ich so ein Set kaufe, ist es meistens sehr viel, ja, sagen wir mal, individueller gestaltet. Ne? Also du siehst schon, hier ist ein wenig mehr drauf als hier, wo es wirklich sehr, sagen wir mal, schlichte Templates sind. Ne? Aber das kann ja auch genau das sein, was du gerne haben möchtest. Deswegen ist das kein Ausschlusskriterium. Es geht ja wirklich um deine Brand. Was sagt dein Geschäft? Wie soll dein Geschäft sich darstellen? Du möchtest die Farben anpassen, du möchtest die Schriften anpassen und du möchtest deine Bilder austauschen können. Das alles erlaubt dir sowohl das eine als auch das andere Paket. Das eine in Canva, das andere jetzt in diesem Fall in Photoshop. Ich scrolle hier einfach nur mal einmal durch. Du siehst dasselbe Prinzip, ein Bild im Format 2:3 erstellt. Da ist ein Bild drin, was du einfügst. Und dann ist hier noch Text drin, den du ebenfalls modifizierst. Und dann kannst du das auf Pinterest posten. Ja. Und das Ganze geht auch noch bei Creative Market und wahrscheinlich noch bei hunderten weiterer Seiten, die du online findest. Aber ich wollte dir jetzt hier mal eine kleine Auswahl zeigen. Hier Pinterest Bundle. Klicke ich mal einmal drauf. Minimalist Pinterest Templates. Kosten für Commercial Use ebenfalls $19. Und ich werde jetzt mal hier einmal da drüber scrollen. Du siehst, wie die aussehen. Die sind auch ziemlich schlicht gehalten. Steht ja auch hier Minimalist, ja. Aber die helfen dir eben auch schnell und einfach Designs für deinen Pinterest-Account zu erstellen. Ja, was sollst du denn jetzt nun machen? Soll es Tailwind sein oder sind es besser eigene Templates? Wie schon angedeutet, ja, ist eigentlich Geschmackssache. Ne? Also ja, es geht noch individueller. Du kannst einmal Tailwind nutzen, da haben die hunderte von Vorlagen, die du nutzen kannst, die du auch wiederum anpassen kannst. Du kannst dir ein Bundle kaufen. Dieses Bundle kannst du bei jedem Post wieder anpassen, kannst Farben ändern, vielleicht immer basierend auf dem Bild oder wie auch immer. Und ja, dementsprechend kannst du natürlich auch eigene erstellen. Ja? Als Grafikdesigner ist es nicht unmöglich, das Ganze auch von null zu erstellen. Ne? Du musst das nicht unbedingt ein Set kaufen und das dann erstellen. Letztendlich, warum machen wir das? Wir wollen unsere Werbung schnell und effektiv machen, aber sie soll natürlich auch ansehnlich sein. Ne? Gerade als Grafikdesigner ist es ja nun mal nicht so, dass du, ich sag mal in Anführungsstrichen, jeden Müll posten kannst und solltest. Das ist keine gute Idee, nämlich irgendwo, ja, hast du auch ein Gesicht zu verlieren. Ne? Gerade wenn du jetzt hier hingehst und als Affiliate, sagen wir mal, bewirbst du jetzt den Kurs von der Liz und Working with Vectors on your iPad und sie hat jetzt hier eine schöne Landingpage und auch schöne Bilder und du erstellst dazu, hier ist schon ein Pinterest-Bild drin, aber wie gesagt, du kannst ja noch unzählige weitere erstellen, und du bist halt Affiliate für ihren Kurs, dann kannst du natürlich diese Bilder nutzen. Das ist schon mal eins, aber dann möchtest du die natürlich nicht unbedingt mit deinen Brand Colors in Verbindung bringen. Deswegen hatte ich das hier nochmal aufgerufen, weil oftmals ist es dann so, also ich mache es dann so, dass ich wirklich die Farben aus dem Bild nehme. Was nutzen mir, wenn ich meine eigenen Farben zu einem fremden Pin nehme? Das bringt mich jetzt irgendwie so gar nicht weiter. Deswegen, ich mache das immer basierend auf den Pin, den ich posten möchte, sehe ich zu, dass die Farben dazu passen. Was ich aber auch mache, ist, ich packe mein Logo dann da drauf. Ja, dann kann man wirklich wenigstens an einer Sache erkennen, dass das zu mir gehört. Oder aber, auch das kannst du noch weglassen, dann erkennt man spätestens, wenn man auf die URL klickt. Ja? Also auch machbar.
wichtig ist, dass du dir vorher überlegst, wofür soll dein Pin sein und wann soll er gepostet werden und für wen soll er gepostet werden. Ja? Es macht ja keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin zwar Grafikdesigner, aber ich arbeite als Affiliate und ich suche mir halt Kurse von Grafikdesignern raus, die ich bewerben möchte auf Pinterest oder halt auch Produkte von Etsy, die ich auf Pinterest bewerben möchte und erstelle mir dazu Pins und packe dann meinen Affiliate-Link da rein. Kann man machen, ne? Ist auch ein Businessmodell, bei dem du noch nicht mal selber als Grafikdesigner tätig werden musst. Aber das ist dann nicht deine Brand, ja. Also deine Brand ist ja dann was anderes. Deswegen geht es hier wirklich darum zu gucken, welche Art von Pin möchtest du erstellen und wofür soll der sein? Wenn der für deine eigene Webseite sein soll, für deinen eigenen Blogpost, den du erstellt hast, dann empfehle ich doch, dass du, ja, wenn du es über Tailwind machst, zumindest deine Farben anpasst und natürlich auch, ja, dann werden die Fotos einen Stil haben und dann wäre es die Schriftart, die du verwendest, kannst du dann nehmen. Solltest du das natürlich auch anpassen. Aber es gibt die Möglichkeit, Vorlagen zu kaufen, damit du den Prozess etwas beschleunigst. Marketing ist eine wichtige Sache, aber sie sollte natürlich nicht deinen ganzen Tag einnehmen. Ne? Du bist ja Grafikdesigner und das aus gutem Grund. Du möchtest designen. Ne? Und Marketing gehört dazu, kannst du auch nicht ignorieren. Wenn du es tust, wirst du halt einfach nichts verkaufen. Gerade im Internet wird das dann einfach nichts. Aber du möchtest auch gleichzeitig ein effektives Marketing betreiben, ja. Deswegen meine Empfehlung, ja, versuche es mit Tailwind oder aber geh wirklich hin und nutze einige Vorlagen und passe die an und poste die dann auf Pinterest. Das ist jetzt die zweite Möglichkeit und wir werden im nächsten Video ja, natürlich noch auf eine dritte eingehen, ne, in der du alles komplett selber erstellst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn dem so ist, dann abonniere unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.